Die gesamte islamische Welt befindet sich seit geraumer Zeit in einer Art Delir. Die Stärke und die Größe, die wir einst besaßen, ist längst vergessen. Lediglich durch die überlieferten Geschichten können wir uns ein Bild dessen machen, Welche Rolle der Islam einst in der Geschichte der Menschheit spielte. Und das nicht nur für die Muslime, sondern auch für die Andersgläubigen. Selbst Tiere und Pflanzen fanden aufgrund des Islams den höchsten Schutz. Der Islam wurde als Barmherzigkeit für alle Schöpfungen gesandt, zu einer Zeit, als das Gesetz des Stärkeren galt. Kinder, Frauen, Bedürftige. Sie alle litten unter der Tyrannei der erbarmungslosen Herrscher der damaligen Zeit. Während bis dato alle Stämme und Herrscher darauf bedacht waren, Mauern und Länder zu erobern, um ihre Macht auszubreiten und die Menschen unter ihrer Herrschaft zu unterjochen und auszubeuten, Revolutionierte der Islam die zu jener Zeit moderne Kriegsführung. Denn das Ziel des Islams war es nicht, Mauern oder Länder zu erobern, sondern Herzen. Ihr Schlachtfeld waren die Herzen der Menschen, die noch einen Funken Gutes in sich trugen. Der Islam erzog die Herzen mit Hilfe des besten Erziehers, den die Menschheitsgeschichte je gesehen hat. Nach und nach eroberte der Islam Tausende von Herzen und beendete größtenteils die Ungerechtigkeit auf der Welt. Der Islam etablierte sich als Weltmacht Und erlangte ein Reich von Andalusien bis zum Südostpazifik. Muslime, Christen und Juden lebten in Harmonie miteinander. Doch nichts weilt ewig. Selbst die schönste Blume wird früher oder später verwelken, wenn sie nicht fortdauernd gepflegt wird. Nur Allah weiß, wann es war, als die Herzen der Menschen anfingen zu verwelken. Die Herzen müssen akribisch gepflegt werden. Wie die Blumen benötigen sie Wasser, Sonnenlicht und müssen regelmäßig vom Unkraut befreit werden. Genauso benötigt das Herz die Bindung zu Allah. Sie muss stetig von Unkraut der diesseitigen Welt befreit werden. Das Herz muss zu jedem Zeitpunkt das Jenseits dem Diesseits vorziehen. Wenn diese klare Grenze sich verschiebt und das Diesseits sich in die Herzen der Gläubigen ausbreitet, wird das eintreffen, Was der Umma vor langer Zeit widerfahren ist und bis zum heutigen Tag andauert. Die Muslime haben ihre Ehre und ihren Stellenwert in dieser Welt verloren. Weil sie zuließen, dass weltliche Begierden die Lehren des Propheten aus den Herzen vertrieb. Dies war durchaus ein langjähriger Prozess. Die Muslime fuhren auf einen Abgrund zu, der weit in der Ferne lag. Und es scheint, als hätte niemand die nötige Weitsicht besessen, um entgegen dieser Katastrophe zu steuern. Die Umma scheint in einer Art Delir festzustecken, in einem Schlaf-Wach-Zustand. Es gibt mehr Muslime als je zuvor und doch besitzen wir keinerlei Wert auf dieser Welt. Wir müssen nicht ins Detail gehen. Der Zustand der Muslime in vielen Teilen der Welt sollte mittlerweile jedem bekannt sein. Erst wenn das Diesseits im Griff scheint, widmet man sich dem Glauben. Wir befinden uns wahrlich alle im Verlust, wenn wir glauben, dass wir erstmal unsere Angelegenheiten im Diesseits unter Kontrolle bringen müssen, bevor wir uns den Pflichten im Islam hingeben. Der Tod ist uns nah und jeder Seele gewiss. Doch glauben wir wirklich daran? Wir rezitieren den Koran, sprechen von Allahs Größe und Barmherzigkeit und von den wunderschönen Geschichten der Propheten und deren Anhängern. Diese Geschichten versetzen uns ins Staunen. Und das war's auch. Niemand von uns hat den Traum, es diesen Persönlichkeiten nachzumachen. Wir reden uns ein, dass wir niemals ihr Level erreichen werden. wieso eigentlich nicht? Allah ist doch der Gerechte. Und wenn der Menschen, die sich für seine Sache eingesetzt haben, emporhebt, wieso sollte dies auch nicht für uns gelten? Nicht Allah ist es, der uns die Ehre in der Gesellschaft entzogen hat. Wir haben die Entscheidung getroffen, das diesseitige Leben dem Jenseits vorzuziehen. Du glaubst, das stimmt nicht. Denke daran, wenn du dein nächstes Gebet verpasst, aus welchem Grund auch immer. Dass du in diesem Moment Allah von deinem Podest herunternimmst und das Diesseits darauf stellst. Wir sind alle in Trance, in einem Halbwachzustand. Und wenn wir nicht schnellstens aus diesem Delirium erwachen und aufhören, uns selbst zu belügen, wird uns der Tod aus diesem Delirium reißen. Unsere Wahrnehmung ist getrübt, unsere Aufmerksamkeit ist gestört. Wir scheinen desorientiert in dieser Welt. Als würde man zwischen zwei Welten leben und versuchen, eine Balance herzustellen, die nicht herzustellen ist. Wir scheitern tagtäglich und werden immer weiter scheitern, bis sich eine Gemeinschaft unter uns es sich zur Aufgabe macht, zurück zu den Anfängen des Islams zu kehren. Sich es zur Aufgabe macht, die Ungerechtigkeit auf dieser Welt zu verjagen und in jeder Situation Allah auf das höchste Podest stellt. So banal es klingen mag. Aber Erfolg in dieser Welt wirst du dann erlangen, wenn du ihr den Rücken kehrst und dich deinem Schöpfer widmest. Wenn du glaubst, dass diese Worte wie ein schöner Traum klingen, kann ich dir nur eins raten. Wache auf. Erwache aus deinem persönlichen Delirium.
und überlasse Allah deine Angelegenheiten auf dieser Welt. Wir tragen den Islam auf den Schultern als Kollektiv, gemeinsam. Wir gebieten das Gute und verbieten das Unrechte. Diese Eigenschaft macht uns zu der besten Gemeinschaft, die je entstand. Halten wir daran fest. Möge der, in dessen Hand unsere Seele liegt, uns gemeinsam erwachen lassen und dem Islam seine alte Stärke und Größe zurückbringen. Jazakumullahu khairan.